Meine Freundin war zu Besuch und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren mal, wie das so geht. Wie kann ich denn eine Butterdose modellieren? Und sie war sofort bereit, hat mit mir zusammen jeder für sich eine Butterdose nach meiner Anleitung gemacht. Und das zeige ich euch jetzt. Da sind schöne Stücke entstanden. Viel Spaß beim Zuschauen. Um eine Butterdose zu modellieren, braucht man das Stück Butter, wo die Butter auch rein soll. Die nehme ich jetzt und von der mache ich jetzt so ein Modell. Das seht ihr jetzt hier auf dem Papier. Da mache ich das Unterteil erstmal. Man muss immer ein bisschen größer planen, weil das ja dann schrumpft im Brennofen. Und dann wird das Oberteil geplant, immer wieder ein bisschen 1,5 bis 2 cm dazu nehmen. Und dann seht ihr, wie ich diese Länge des Butterteils da ransetze, genau so. Und dann kann man da das Oberteil so konstruieren. Oberteil und Unterteil. Genau. Und dieses Teil, diese zwei Dinger werden dann ausgeschnitten. Das hat meine Freundin gemacht, ganz brav wie sie ist. Hat sie das Oberteil und das Unterteil ausgeschnitten. Wir haben es auch draufgeschrieben, damit wir nachher wissen, was wir modellieren. Und dann wird der Ton natürlich schon vorgearbeitet. Man knetet ihn und walkt ihn und rollt ihn zu einer wunderschönen Platte aus. Und dann nimmt man diese Modellsachen und legt sie auf die Platte und schneidet sie ringsrum aus. Man kann hier auch nochmal 1 cm dazu nehmen, wenn man Angst hat, dass es nicht reicht. Das darf man. Man muss es aber nicht. Man kann es auch ganz genau ausschneiden, wenn es für sich selber ist, weil ich habe das eigentlich alles schon so ungefähr berechnet. Das schneidet man jetzt alles so aus, wie ich das da aufgezeichnet habe. Ganz ordentlich und brav. Und dann muss man diese Seiten mit den anderen Seiten verbinden, wie man das beim Papier machen würde. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Papier müsst ihr jetzt falten an dieser schwarzen Linie, die ich da gezeichnet habe. Und die knickt man nach oben. Das macht man jetzt mit diesem Ton und verbindet die Ecken miteinander. Wieder mit diesem flüssigen Schlicker, den man sich macht aus Ton und Wasser, der sogenannte Kleber, und verbindet die miteinander. Das ist ein bisschen mühsam. Beim Unterteil ist es ja ein bisschen klein und beim Oberteil ein bisschen mehr. Und das macht man jetzt für das Oberteil und für das Unterteil. Ihr seht ja immer, in der einen Seite ist meine Freundin zu sehen, auf der anderen Seite bin ich zu sehen. Also es ist mal so, mal so. Wenn man dann ein Teil soweit so irgendwie zusammengekriegt hat, darf das ja auch erstmal trocknen, bis man das zweite Teil dann macht. Ne? Das ist das Gute daran, weil man kann nicht gleich alles so bearbeiten. Das ist ja alles wahnsinnig weich. Man sieht es, wie die Wände das fast zusammenhalten. Aber jetzt haben sie schon ein bisschen getrocknet. Jetzt darf man das Unterteil schön verputzen schon. Ich habe da noch so ein paar Wellen reingeschnitten, noch ein paar Kügelchen draufgesetzt, muss man aber nicht. Man kann es auch ganz normal gerade lassen, das hat auch meine Freundin so gemacht, ganz normal gerade gelassen. Unten drunter muss man Füße dran setzen. Manche wundern sich immer, warum macht man das denn? Ja, warum macht man das? Weil im Brennofen alles ankleben würde. Alles. Also, wenn man da nicht diese Füße drunter hat, die man abwischen kann von der Glasur, dann klebt es am Brennofen an der Platte an und man hat dann mal eine Butterdose gehabt. Ganz einfach. Deswegen macht man da Füße ran. Nicht wegen der Ästhetik, wegen der Schönheit, nichts, gar nichts, hat damit nichts zu tun. Macht die Industrie auch so. Wenn ihr drunter unter euren Teller guckt, es hat immer einen kleinen Rand, muss man in der Industrie auch so machen. In dem Brennofen würde die Glasur alles miteinander verschmelzen bei diesen über 1000 Grad. Und da hat man dann keine Freude mehr. Wenn man das abmacht, das reißt erbarmungslos alles kaputt. Ich habe einen Steg gemacht, meine Freundin hat nur kleine Pünktchen gesetzt, Kügelchen draufgesetzt. Kann man machen, egal wie. Und jetzt kommt die Verschönerung. Jetzt obendrauf. Das Oberteil habe ich ein bisschen anders gemacht. Ich habe meinen Silikonstempel genommen und habe da Blätterchen aufgerollt, also mit der kleinen Walze draufgerollt und dann ausgestochen und die dann einfach nur mit Wasser, die muss man einfach nur in Wasser eintauchen, da muss man gar nicht viel Kleber und anrühren. Wenn das
Ding, was da oben drauf ist, nur Schmuck ist, muss es nicht sein. Man muss das wirklich nicht so ankratzen unten drunter, das braucht es nicht. Wenn es jetzt kein Henkel wird oder was wirklich nachher die Kraft aushalten muss, sondern nur der Schmuck drauf ist, reicht es wirklich so zu machen, wie ich das gemacht habe. Einfach nur in Wasser tauchen und drauflegen, das verbindet sich. Glaubt es mir. Ich habe das schon 100.000 Mal so gemacht. Jetzt seht ihr, ich habe auch immer gesagt, schau, ob die Butter nachher da reinpasst, weil meine Freundin hat die da reingelegt, dass es auch wirklich nachher passt, weil sonst ärgert man sich, wenn es dann nicht reinpasst. Also es sollte wenigstens ein bisschen drüber stehen und das hat funktioniert, es passt die Butter rein. Ja, hier könnt ihr jetzt sehen, ich habe meine Ausstecher genommen, meine Stempel, das sind, glaube ich, alles nur Silikonteile, die man für Papier nimmt. Und ich habe die sehr gerne für die Keramik, weil die geben wunderbare, schöne Strukturen. Das sieht man jetzt hier. Ich habe hier so ein Holz genommen und habe das da so ringsherum ausgestochen. Das ist ein Holz, das sieht aus wie eine kleine Gabel. Und da sieht das aus wirklich wie, als ob das ein Blatt ist. Ne? So soll das auch sein. Und alles nur wieder in Wasser getaucht. Und jetzt kommt noch ein schöner Griff dran. Den macht man dann ein bisschen stärker, weil der Griff muss ja was aushalten. Deswegen muss man den auch ein bisschen besser fixieren als alles andere. Der wird dann mit Schlicker und unten noch ein bisschen angeritzt, so dass das dann nachher auch hält. Genau, da ist es wirklich wichtig, weil der muss ja die Kraft aushalten, wenn man das Ding hochhebt. Ich mache da immer noch ein bisschen mehr, weil das soll ja dann eine besondere Butterdose werden. Und dann muss das dann überall so ein bisschen ringsherum sein, um auch zu zeigen, dass man das mit einfachen Mitteln macht. Wenn man nicht malen kann, sind solche Mittel wirklich ein tolles Hilfsmittel, was es gibt. Also da gibt es die Stempel, die Ausstecher, alles, was man machen kann. Finde ich, da wirkt diese Butterdose einfach nur einmalig, oder? Da werden jetzt noch die Feinarbeiten gemacht, also ich mache dann überall noch Blümchen und Kügelchen und jetzt ist mein Teil fertig. Beim Unterteil seht ihr das und links oben ist jetzt das Teil von meiner Freundin. Auch genauso schön. Ihr werdet sehen, im Anschluss zeige ich euch die Endprodukte nach dem Brennen. Es sind einmalige, wunderschöne Unikate geworden.